Sauberkeit ist generell wichtig für das Vogelzimmer und den Käfig, denn eine hygienische Umgebung trägt zur Gesundheit bei und kann Krankheiten wie Ekzeme und Entzündungen vorbeugen. Denn die kleinen Vögel knabbern liebend gern an ihren Sitzstangen aus Holz. Sind die Spielzeuge und Sitzplätze stark verkotet, können Keime aus dem Kot zu Kopfentzündungen führen. Bakterien im Wassernapf wie Trichomonaden können die Verdauung der Wellensittiche stören. Und nicht zuletzt trägt ein sauberer Käfig auch zum Wohlbefinden der Vögel bei. Wer will schon gerne in einem dreckigen Haus wohnen? Ihr solltet allerdings jetzt nicht auf die Idee kommen, unter Freisitz und Vogelkäfig einfach Zeitungs- oder Küchenpapier auszulegen und das regelmäßig zu wechseln. Erstens werden die Vögel gerne daran knabbern und die schöne Abdeckung schnell zerstören. Und zweitens gewährleistet das kein sauberes Vogelzimmer. Denn selbst wenn ihr das ganze Zimmer damit auskleidet, was nebenbei auch nicht besonders schön aussieht, wird immer mal ein Kothäufchen daneben fallen. Ihr müsst schon regelmäßig mit Wasser und Bürste an den Dreck ran. Ich gebe zu, die Reinigungsroutinen, die ich euch vorstelle, sind bei mir häufig Wunschvorstellungen. Aber ihr solltet zumindest eine Regelmäßigkeit in die Reinigung von Käfig, Voliere und Vogelzimmer bringen. Denn der Dreck kann sehr schnell Überhand nehmen. Und das kann früher oder später auch zu einem Problem für euch Vogelhalter werden. Federstaub und der Kot können nämlich im Übermaß die Lunge schädigen, im schlimmsten Fall zu einer Vogelhalterlunge führen. Und dann hilft nur noch eine Aufgabe der Vogelhaltung, um die Symptome zu lindern. Die wichtigste Reinigungsroutine, die ihr immer einhalten solltet, ist jeden Tag frisches Wasser für die Vögel bereitzustellen. Ich habe 2 Garnituren an Wasserschalen, sodass die eine über den Tag trocknen kann, während die neue mit frischem Wasser gefüllt wird. Mein Tierarzt hat mir das empfohlen, denn so sterben die meisten Parasiten und Bakterien, da sie schlicht austrocknen. Auch die Geißlertierchen oder Trichos haben so keine Chance, sich zu vermehren. Baden eure Wellensittiche auch regelmäßig in der Wasserschale, solltet ihr sie sogar häufiger wechseln. Am besten nach jedem Baden. Oder ihr stellt ein frisches Badehäuschen zur Verfügung. Was bei mir zeitlich nicht immer hinkommt, ist das tägliche Saugen beziehungsweise das Entfernen von Futterresten und Kot auf dem Boden. Ich habe mir extra 2 Schutzfangmatten besorgt, damit sich der Boden leichter reinigen lässt. Denn 10 Vögel, die ständig im Vogelzimmer herumfliegen, machen schon viel Dreck. Damit die Voliere, die selten von den Vögeln genutzt wird, nicht vollgekotet wird, habe ich das Dach mit einer Holzplatte abgedeckt. Nachteil, wenn die Vögel darüber sitzen, wird natürlich die Platte vollgekotet. Deswegen muss sie regelmäßig mit einem Schaber von Kot befreit werden. Das ist besonders wichtig, da die Vögel gerne an dem Holz knabbern und das Körnerfutter, das neben dem Futternapf liegt, aufpicken. Ist die Umgebung um den Futternapf herum zu stark mit Kot kontaminiert, picken die Vögel auch an den Kothäufchen. Das ist auch ein Problem bei Sitzstangen und Spielzeug. Deswegen solltet ihr diese regelmäßig überprüfen und den Kot abschaben oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Einmal die Woche steht dann eine gründliche Reinigung des Vogelkäfigs und des Vogelzimmers an. Ich fange meistens Saugen an, weil sich gerade in Zeiten der Mauser viele Federn ansammeln. Empfindliche Vogelhalterinnen und Vogelhalter können eine Maske tragen. Das schützt die Lunge vor dem Federstaub. Auch ein Staubsauger mit HEPA-Filter ist von Vorteil. Ich habe mir, um den Müll zu reduzieren, auch einen beutellosen Staubsauger gegönnt. Es gibt zum Glück mittlerweile auch extra Modelle mit Allergiefilter für Haustierbesitzer. Da die Voliere von meinen Vögeln kaum noch genutzt wird, konzentriere ich mich auf das gemeinsame Wohnzimmer und reinige die Voliere nur einmal im Monat. Aber wenn die Vögel sich hauptsächlich im Käfig oder in der Voliere aufhalten, solltet ihr einmal die Woche den Sand oder andere Einstreu auswechseln und alle Sitzstangen sowie das Spielzeug reinigen. Das bietet auch die Möglichkeit, Spielzeug auszutauschen und den Vogelkäfig für die Wellensittiche interessant zu halten. Ich nutze die wöchentliche Reinigungsroutine im Vogelzimmer auch dazu, Spiel- und Sitzplätze auf Beschädigungen zu prüfen. Gerade Schredderspielzeug aus Papier, Pappe oder Seegras kann schon einmal innerhalb einer Woche zerstört werden. Und sind die Sitzstangen aus Holz schon zu stark abgenagt, werden sie bei mir auch gegen neue ausgetauscht. Denn die Vögel lieben es, an der Rinde zu nagen. Sind die Stangen dann blank, haben die Vögel nicht nur Probleme beim Laufen. Das kann auch zu schmerzenden Wallengeschwüren führen. Da meine Vögel nur noch draußen auf ihren Freisitzen leben, lässt sich leider nicht vermeiden, dass Sitzplätze und Spielzeug darunter vollgekotet wird.
Idealerweise solltet ihr Spielzeug und Sitzplätze eigentlich so verteilen, dass die Vögel ihre kleinen Geschäfte nicht darüber verteilen. Bei wenig Platz im Vogelzimmer gelingt das leider nicht immer. Deswegen solltet ihr wie ich regelmäßig die Sitzplätze und Stellen reinigen, an denen die Vögel sich am liebsten aufhalten, denn hier findet sich der meiste Kot. Für Spielzeug und Schaukeln aus Holz oder Kork hat sich bei mir eine ausrangierte Zahnbürste als gutes Putzwerkzeug erwiesen. Und für große Sitzstangen, Holzpodeste bzw. groben Dreck nutze ich eine ganz normale Stielbürste aus Holz mit natürlichen Borsten. Was mir die Reinigung sehr erleichtert, ist diese kleine Minidusche, die ich mir für meinen Wasserhahn im Bad geholt habe. So lässt sich der Wasserstrahl flexibel auf die Stellen richten, die besonders schwer zu reinigen sind. Große Teile wie die Wanne der Voliere, Freisitze oder neue Äste reinige ich in der Dusche mit dem Brausekopf. So kommt auch sicher überall warmes Wasser hin. Neu hinzugekommen zur Reinigung des Vogelzimmers ist die wöchentliche Reinigung des Luftfilters. Denn wenn ihr euch von und den Vögeln etwas Gutes gönnen wollt, könnt ihr im Winter gegen die trockene Heizungsluft einen Luftbefeuchter einsetzen. Der Luftreiniger ist ein Versuch, die stark durch Federstaub belastete Luft ein wenig sauberer zu bekommen. Natürlich ersetzt das nicht das regelmäßige Lüften. Aber ich hoffe, dass der Filter einiges an den Staubpartikeln, die die Vögel beim Putzen ihres Gefieders und beim Fliegen in die Luft abgeben, wieder einsammelt. Jedenfalls landen genug Federn und Staub im Filter. Solltet ihr euer Vogelzimmer wie in meinen vorherigen Videos beschrieben, barrierefrei eingerichtet haben, kommt natürlich eine größere Reinigungsroutine und Sicherheitsüberprüfung einmal pro Woche hinzu. Denn auch der Bodenbelag und die Polster für die Handicap-Wellensittiche sollten regelmäßig gereinigt werden. Noch wichtiger ist die Überprüfung auf Beschädigungen. Risse oder Knabberspuren der gesunden Wellies. Schließlich sollen sich die behinderten Vögel nicht an den Matten verletzen oder im schlimmsten Fall darin verheddern, weil lose Fäden daran herabhängen. Ich hoffe, diese Hinweise zur Hygiene im Vogelzimmer haben euch einen ersten Überblick verschafft und es waren einige hilfreiche Tipps dabei. Im Endeffekt muss jeder selbst wissen, wie seine beste Reinigungsroutine aussieht. Und natürlich hängt es auch davon ab, wie viele Tiere ihr habt und wie aktiv sie sind. Sitzen die Vögel die meiste Zeit nur im Käfig oder an einem Platz, wird der Vogeldreck relativ begrenzt sein. Da meine Vögel sehr aktiv sind und öfter die Position wechseln, verteilt sich halt der Dreck in ihrem Bereich des Zimmers relativ weit.